Am 12. Februar bin ich von Brüssel nach Südfrankreich geflogen mit Ryanair. Das ist ja sehr vorteilhaft. In Saint-Girons gab es einen Motorsegler zu verkaufen, einen Grob 109er Bravo. Und Pierrot wird es mir heute alles zeigen. Ein Motorsegler geht bestimmt kein 300 km/h, aber mit 170 verbraucht sie auch nur 9 bis 13 Liter in der Stunde. Hier musst du ziehen. Wenn du dort reinlegen lässt, dann Ich mach den jetzt auch auf. Ziehe nach hinten, ich meinst muss du? ihn rausheben. Ja. Ich muss ein bisschen Kraft hier machen. Hier und Martin, schau mal, das ist ein bisschen knapp. Hast nur ein paar Zentimeter. Ja, ich sehe es. Schön strukturiert in der rechten Tasche. Man könnte es, Es sind ein paar Macken dort. So, Ne? jetzt man könnte es vielleicht kaputt machen dann. Ja, und jetzt wird er so rumgedreht, ganz rausgezogen. Er hält immer noch zu. So, die Stütze ist genau im Schwerpunkt. Und jetzt kommt der Schwerpunkt. Ja. Siehst du, wie einfach das ist? Und jetzt rein. Und jetzt wirst du mir sagen, hast du etwas vergessen? Ja, natürlich, ich habe etwas vergessen. Seil. Ja, ich habe den Kabel vergessen. Nee, nicht Kabel. vergessen, aber der muss jetzt rein. Der muss jetzt rein. Das kann man kaputt drücken. Nee. Du kannst fliegen mit ons. Dat was een hoop gedoe. Maar zonder vleugels past het vliegtuig in elke hangar. De montage is met deze hulpstukken relatief eenvoudig. A little demo by Pierrot. Ja, das ist genial. Gleich werden wir da mal zusammen Richtung Schnee fliegen. Ein Porsche-Motor. Es ist noch kalt im Februar. Trotzdem konnten wir mit Aufwind bis 10.000 Fuß gewinnen, ohne extrem viel Motor. This ridge is the border between Spain and France. One 100, 50, 40, 30, 20, 10.